I also hope I get some sweet tea before I leave. Her accent has actually become stronger since we landed in Georgia. Sie ist das privateste Trump-Kind, hat sich aus dem Rampenlicht herausgehalten, hat das Familiendrama vermieden, dachten wir zumindest. Jetzt, im Alter von 31 Jahren, hat Tiffany Trump ihr Schweigen gebrochen und endlich das angesprochen, was die Leute seit Jahren über ihre Beziehung zu Melania Trump geflüstert haben. Was sie sagte, bestätigt alle Gerüchte und stellt die Dynamik der Familie Trump auf den Kopf. Sagen Sie mir, glauben Sie, dass Melania und Tiffany jemals eine echte Beziehung hatten? Kommentier 1, wenn du denkst, dass sie nahe dran waren, oder 0, wenn du immer das Gefühl hattest, dass etwas nicht stimmt. Nun gut, hier ist, was wirklich passiert ist und warum Tiffany bis jetzt gewartet hat, um zu sprechen. Kommen wir zur Sache. Das ruhige Leben von Tiffany Trump. Wenn die Menschen das Wort Trump hören, denken sie sofort an große Metropolen, vergoldete Aufzüge und hochkarätige Handelsgeschäfte. Ein Kind der Trumps hat jedoch ganz andere Erfahrungen gemacht. Und zwar so sehr, dass viele Menschen vergessen, dass sie überhaupt ein Mitglied der Familie ist. Tiffany Trump, Donald Trumps einziges Kind mit der Schauspielerin Marla Maples, wuchs abseits der blitzenden Kameras im Trump Tower auf. Tiffany wurde am 13. Oktober 1993 in West Palm Beach, Florida, geboren, knapp 2 Monate bevor ihre Eltern heirateten. Dieses unbedeutende Detail legte im Stillen den Grundstein für ihr Leben, das sich von dem der anderen Trump-Kinder stark unterscheiden sollte. Während Donald Jr., Ivanka und Eric in den hellen Lichtern von New York City aufwuchsen, wo sie zu zukünftigen Wirtschaftsmagnaten ausgebildet wurden, ging Tiffany einen ganz anderen Weg. Nach der Scheidung ihrer Eltern im Jahr 1999 wagte Marla Maples einen mutigen Schritt. Sie packte ihre Sachen, ließ die Trump-Welt hinter sich und ließ sich in den friedlichen Hügeln Kaliforniens nieder. Ihr Ziel war es, ihrem Kind etwas zu bieten, was der Trump-Lifestyle nur selten ermöglichte. Eine normale Kindheit. Und was soll ich sagen? Es hat funktioniert. So gut es für jemanden mit dem Nachnamen Trump eben geht. Anstatt sich mit Führungskräften der Wall Street zu messen oder ein Immobilienunternehmen zu leiten, hing Tiffany in Calabasas herum, sprang auf Hinterhof-Trampolin und schaute mit ihrer Mutter Gilmore Girls. Ihre Schule ist eine Privatschule namens Viewpoint School, deren Schulgeld über $30.000 pro Jahr beträgt. Sie hat zwar immer noch großes Glück, aber das ist nichts im Vergleich zu dem aufregenden, mediengesättigten Leben ihrer Brüder im Osten. Marla, die sich entschieden hat, Single zu bleiben, erklärte einmal, sie wolle nicht, dass sich jemand in ihre Beziehung zu Tiffany einmischt, und ihr Engagement war offensichtlich. Freunde bezeichneten die beiden eher als enge Freundinnen, denn als Mutter und Tochter. Gespräche bis spät in die Nacht. Gemeinsames Kochen und Spaziergänge. Es ging nicht um Pressekonferenzen oder Modepräsentationen. Es ging um wirklich ruhige Momente. Tiffany hatte ein enges Verhältnis zu ihrer Mutter, aber zu ihrem Vater war es etwas distanzierter. Natürlich hat Donald Trump sie finanziell unterstützt. Er sorgte dafür, dass sie die besten Schulen besuchte, in einer sicheren Gegend lebte und alles hatte, was sie brauchte. Marla war jedoch allein für ihre Anwesenheit verantwortlich. Tiffany reiste in den Frühjahrsferien nach Mar-a-Lago und Donald flog ein paar Mal hin, um sie bei Schulveranstaltungen zu sehen. Tiffany hingegen verbrachte weniger Zeit mit ihrem Vater als er mit seinen Kindern in New York. Marla hat einmal offen gesagt, dass ihr Vater für ihre Schulbildung und andere Notwendigkeiten sorgt. Aber was die Zeit betrifft, so war ich es allein. Dieser kleine Satz fasst eine Menge zusammen. Und jetzt wird es richtig spannend. Seit Jahren wird über Tiffany's echte Beziehung zu ihrer Stiefmutter Melania Trump gesprochen. Standen sie sich nahe oder waren sie nur nett für die Kameras? Fühlte sich Tiffany als Außenseiterin in einem Haushalt, der immer streng reglementiert und sehr öffentlich war? Tiffany, 31, hat begonnen, offener zu sprechen. Und was sie erzählt, überrascht alle. Es stellt sich heraus, dass dies nur ein Teil der Geschichte ist. Und es wird noch viel verblüffender, wenn man zu den Anfängen zurückgeht. The Zoo, wie Tiffany entstanden ist. Vor Tiffany Trump gab es eine große Kontroverse, die die Familie Trump erschütterte und in ganz Amerika für Schlagzeilen sorgte. Donald und Marla Maples hatten eine weithin bekannte Affäre. Donald Trump war noch mit seiner ersten Frau Ivana Trump verheiratet.
als er Marla Maples, eine junge blonde Schauspielerin und Model aus Georgia, kennenlernte. Sie lernten sich angeblich um 1985 kennen, aber ihre Beziehung wurde erst einige Jahre später ernst. 1989 machten Gerüchte über eine Affäre in den gesellschaftlichen Kreisen von New York City und in den Schlagzeilen der Boulevardpresse die Runde. Die Leute begannen zu plaudern. Donald begann, sich immer häufiger mit Marla in der Öffentlichkeit zu zeigen, und die Gerüchte eskalierten schnell zu einem regelrechten Medienzirkus. Die eigentliche Explosion ereignete sich jedoch während eines Skiausflugs der Familie nach Aspen, Colorado, Ende 1989. Als sich Ivana und Marla auf den eisigen Pisten von Angesicht zu Angesicht begegneten, wie es heißt. Ivana soll Marla vor den Augen fassungsloser Zuschauer und Paparazzi angegriffen haben. Dieses Ereignis ging in die Geschichte der Boulevardpresse ein, und Donalds Privatleben wurde öffentlich bekannt. Um 1990 hing Trumps Ehe am seidenen Faden. Die Medien hatten einen tollen Tag und berichteten über jede Aktion. Marla machte sogar einen berühmt gewordenen Kommentar gegenüber einer Boulevardzeitung, in dem sie erklärte, Donald sei der beste Sex, den ich je hatte. Dieser Satz war in allen Zeitungen und Klatschspalten zu lesen. Er belastete die Beziehung der beiden jahrelang und wurde zu einer seltsamen Fußnote in der Popkultur. Donald und Ivana ließen sich 1992 scheiden. Die Scheidung war langwierig, emotional und sehr öffentlich. Ivana erhielt eine saftige Abfindung, die Berichten zufolge über 14 Millionen $, ein Haus in Connecticut und eine Wohnung im Trump Plaza umfasste. Obwohl sich die Wogen kaum geglättet hatten, verschwendete Donald keine Zeit, um seine Beziehung zu Marla zu formalisieren. Im Dezember 1993 heiratete Donald Marla Maples in einer spektakulären, hochkarätigen Zeremonie im berühmten Plaza Hotel in New York City. Die Zeremonie fand in Anwesenheit von Prominenten, Geschäftsleuten und zahlreichen Medienvertretern statt. In diesem Jahr wurde auch die gemeinsame Tochter Tiffany Trump geboren. Doch wer geglaubt hatte, dass die Angelegenheit damit erledigt wäre, sah sich getäuscht. Nach außen hin schien alles perfekt zu sein. Doch hinter den Kulissen lief es alles andere als reibungslos. Die Ehe von Donald und Marla geriet sofort ins Wanken. Die Kimi, die für Schlagzeilen sorgte, schien sich nicht in eine langfristige, glückliche Partnerschaft zu verwandeln. Ständig gab es Gerüchte über Untreue, emotionale Distanzierung und Streit. 1997 hatte sich das Paar getrennt. 2 Jahre später, im Jahr 1999, schlossen sie ihre Scheidung ab. Marla soll bei der Einigung etwas mehr als 2 Millionen $ erhalten haben, was deutlich weniger war, als Ivana Jahre zuvor erhalten hatte. Einer der Hauptgründe: ein strenger Ehevertrag. Nach ihrer Scheidung zog sich Marla diskret aus dem Rampenlicht zurück. Sie konzentrierte sich auf die Erziehung von Tiffany und einen spirituelleren, gesundheitsbewussteren Lebensstil. Sie zog nach Kalifornien, weg von der Hektik Manhattans und dem Medienrummel. In der Zwischenzeit war Donald zurück in der Dating-Szene. Tiffany war noch ein Kind, als Melania die Szene betrat. Also sorgte Marla dafür, dass die beiden eine gute Beziehung zueinander aufbauen konnten. Sie nahm Tiffany ein paar Mal im Jahr mit nach New York und ermöglichte ihr, mit ihrem Vater und Melania zu Abend zu essen, sodass sich diese Beziehungen auf natürliche Weise entwickelten. Aber seien wir ehrlich, Tiffany ist nicht mit den Trumps aufgewachsen. Sie war nicht auf denselben Veranstaltungen und Partys und hat auch nicht ständig den Lebensstil der Trumps in sich aufgenommen. Tiffany hat darüber gesprochen, wie sehr sich ihre Erziehung von der ihrer Geschwister unterscheidet. In einem Interview mit Oprah aus dem Jahr 2013 sagte sie ganz offen, und das ist wahrscheinlich eine Untertreibung: Tiffany genoss einfach ihr Leben, während ihre Geschwister auf eine Karriere in der Wirtschaft vorbereitet wurden, bei hochkarätigen Veranstaltungen auftraten und sich in der Firma ihres Vaters zu Spitzenpositionen hocharbeiteten. Kein geschäftlicher Druck, keine täglichen Schlagzeilen und keine Erwartung, Trumps Erbe fortzuführen. Tiffany galt lange Zeit als Außenseiterin in der Familie Trump. Eine Quelle aus der Familie behauptete sogar, sie sei nicht im Trump-Haushalt aufgewachsen und habe nicht die gleichen Chancen wie ihre Halbgeschwister gehabt. Und das kann man deutlich sehen. Während Ivanka in der Trump-Firma und schließlich auch im Weißen Haus ständig präsent war, machte Tiffany einfach ihr eigenes Ding, ging zur Schule, traf sich mit Freunden und mied das Rampenlicht.
Aber jetzt kommt der interessante Teil. Tiffany hat immer herzlich von ihrem Vater gesprochen, trotz der Entfernung und der Unterschiede in ihrer Erziehung. Sie hat ihn als den lustigsten und liebevollsten Elternteil bezeichnet. Auch wenn sie sich nicht mehr so häufig sahen, hatte sie nie das Gefühl, dass ihre Beziehung belastet war. Das ist ein interessanter Gesichtspunkt, denn von außen betrachtet ist es einfach, zu dem Schluss zu kommen, dass die Entfernung eine Kluft verursacht hat. Tiffany hingegen scheint diese Ansicht nicht zu teilen. Tiffany Trumps Kindheit war ganz anders als die ihrer Geschwister, obwohl sie eine friedliche, fürsorgliche und geerdete Beziehung zu ihrem Vater hatte. Und obwohl sie ihn nicht als Vater betrachtete, wuchs sie mit ihrer Mutter abseits des Pandemoniums der Marke Trump auf. Das mag sie zu einem anderen Trump gemacht haben. Aber es vermittelte ihr auch ein Gefühl der Freiheit, das andere vielleicht nie wirklich verstehen werden. Als Melania Trump zur Stiefmutter wurde, die Geschichte von Donald Trump und Melania North begann damit, dass das Schicksal einfach zwei Menschen zusammenbrachte. Es war im September 1998 im Kit Kat Club, einem Hotspot in Manhattan. Melania war erst seit 2 Jahren in den Vereinigten Staaten, nachdem sie aus Slowenien eingewandert war, um ihre Ziele als Model zu verfolgen. Und sie nahm an einer üppigen Veranstaltung teil, als kein Geringerer als Donald Trump auf sie aufmerksam wurde. Und wie wir alle wissen, ist Donald nie schüchtern, wenn es darum geht, seine Ziele zu verfolgen. Er bat sie um ihre Telefonnummer, aber Melania, die stets selbstbewusste und unabhängige Frau, gab sie ihm nicht sofort. Stattdessen fragte sie ihn nach seiner Telefonnummer und änderte damit das Drehbuch völlig. Was ist mit dieser kleinen Machtdemonstration? Das war nur ein Hinweis auf die ruhige Selbstsicherheit, die ihre Präsenz in seinem Leben in den kommenden Jahren bestimmen sollte. Nach kurzer Zeit fand sich Melania in einer völlig neuen Welt wieder. Nicht nur als Donalds Verlobte, sondern auch als Mitglied einer bereits gut etablierten Familie. Seine Kinder waren keine kleinen Kinder mehr. Sie waren erwachsen, selbstständig und führten ihr eigenes Leben. In gewisser Weise vereinfachte dies die Dinge, weil es keine unangenehmen Sorgerechtsstreitigkeiten oder Probleme mit der gemeinsamen Erziehung gab. Aber es bedeutete auch, dass sie sich in einer Zone zurechtfinden musste, in der von ihr nicht erwartet wurde, dass sie jemanden bemuttert, aber dennoch dazugehören wollte. Und seien wir ehrlich, mit einem mächtigen, eigensinnigen Geschäftsmann wie Donald Trump umzugehen, ist eine Sache, aber sich in eine Situation zu begeben, in der seine Kinder Routinen, Beziehungen und Erwartungen aufgebaut haben, ist eine ganz andere Schwierigkeit. Melania und Tiffany Trump hatten eine besonders denkwürdige Freundschaft. Tiffany war gerade einmal 6 Jahre alt, als Melania und Donald anfingen, sich zu treffen. Im Gegensatz zu Ivanka, Donald Jr. und Eric, die alle schon erwachsen waren. Sie war nicht oft da, weil sie mit ihrer Mutter, Marla Maples, in Kalifornien wohnte. Das allein mag schon zu einer erheblichen emotionalen Barriere zwischen den beiden geführt haben. Aber Melania wollte nicht, dass Tiffany sich als Außenseiterin fühlte, als jemand, der nicht zur eng verbundenen Trump-Familie in New York gehörte. Ein rührender Schnappschuss aus dem Jahr 2000 zeigt die frühe Freundschaft der beiden. Melania strahlt, als sie die 7-jährige Tiffany bei einem Tennisturnier im Arm hält, während Donald zusieht. Es ist ein einfacher Moment, aber er spricht Bände. Melania war nicht einfach nur Donalds Freundin, sondern sie bemühte sich, eine Verbindung herzustellen, warmherzig und präsent zu sein. Tiffany hatte das wahrscheinlich nötig. Ein prominenter und vielbeschäftigter Vater, der nicht immer da war. Und das Leben auf der anderen Seite des Landes könnten dazu geführt haben, dass sie sich in ihrer eigenen Familie wie eine Fremde fühlte. Aber Melania wollte, dass sie sich einbezogen fühlte und wusste, dass sie einen Platz hatte, unabhängig davon, wie schwierig die Situation zwischen ihren Eltern war. Melania spricht in ihrer Biografie über ihre Einstellung zur Stiefmutterschaft. Und das ist eine erfrischende Perspektive. Sie hat sich nie als Ersatz für ihre Mütter gesehen. Stattdessen betrachtete sie ihre Aufgabe als eine hilfreiche Person, auf die sich die Kinder verlassen konnten, ohne sich verpflichtet zu fühlen, sie in irgendeiner Weise zu akzeptieren. Und seien wir ehrlich, das ist wahrscheinlich die beste Strategie. Niemand möchte sich verpflichtet fühlen, seinen Stiefelternteil zu mögen oder zu akzeptieren, nur weil er in die Familie eingeheiratet hat. Beziehungen wie diese erfordern Zeit, Geduld und gegenseitigen Respekt. Und Melania scheint das von Anfang an zu begreifen. Einer ihrer wichtigsten Grundsätze ist in einem Slogan zusammengefasst: Nachdem sie lebt, nicht kontrollieren, sondern kommunizieren. Und Sie können sehen, wie sich dies nicht nur auf ihre Beziehung zu Donalds Kindern bezieht,
sondern auch auf ihre gesamte Einstellung zum Leben im Rampenlicht. Sie versucht nicht, Diskussionen zu dominieren oder alles auf sich zu beziehen. Stattdessen hört sie zu, beobachtet und spricht nur, wenn es nötig ist. Diese Methode scheint sich für sie bewährt zu haben, insbesondere in einer Familie wie der Trumps, in der jeder starke Ideen hat und nicht zögert, sie zu äußern. Tiffany Trump war lange Zeit das rätselhafteste Mitglied der Familie Trump. Sie wuchs außerhalb des Politikzirkus auf und ihre Beziehung zu Melania war immer mit Ungewissheit behaftet. Nun, endlich haben wir Antworten. Tiffany hat kürzlich ihr Schweigen über ihre Freundschaft mit Melania Trump gebrochen. Und was sie gesagt hat, macht Schlagzeilen. Einige werden denken, sie hätten es kommen sehen, während andere völlig überrascht sein werden. Aber glaubt mir, ihr müsst bis zum Ende zuschauen, denn die Wahrheit ist viel schmutziger, als man sich vorstellen kann. Öffentlicher Schein versus private Wirklichkeit. Oberflächlich betrachtet hat die Familie Trump immer den Anschein erweckt, als sei sie ein perfekter Zusammenschluss wie aus dem Bilderbuch. Glamorous. Kraftvoll und immer kameratauglich. Ob auf dem roten Teppich oder bei politischen Kundgebungen. Sie wissen, wie man eine einheitliche Front präsentiert. Aber wenn man genau hinsieht, vor allem bei Tiffany Trump und ihrer Beziehung zu Melania, dann ist da mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Es ist leicht vorstellbar, dass Tiffany und Melania nur für die Kameras lächeln und sich höflich verhalten. Schließlich ist das bei prominenten Familien, insbesondere bei denen der Trumps, bei denen Status und Image an erster Stelle stehen, normalerweise die sicherste Option. Aber wenn man wirklich aufmerksam ist, kann man ihre Körpersprache sehen und hören, was sie nicht sagen. Es gibt bestimmte subtile, fast verborgene Momente, die eine umfassendere Geschichte verraten. Ein Blick hier und eine aufmunternde Geste dort. Es deutet auf etwas Reales hinter der Oberfläche hin. Und seien wir ehrlich, Beziehungen in Familien wie dieser sind nicht immer einfach. Angesichts von Macht, Politik und einem verworrenen Hintergrund ist es verständlich, dass manche Beziehungen angespannt sind. Erstaunlich ist jedoch, wie sich die Freundschaft zwischen Tiffany und Melania im Laufe der Zeit leise verändert zu haben scheint. Es gibt keine großen Enthüllungen oder schlagzeilenträchtigen Veränderungen, sondern lediglich eine geduldige, stetige Entwicklung hin zu etwas, das wahr zu sein scheint. Eines der sichtbarsten Beispiele für diesen Wandel fand während Tiffany's Hochzeit im Jahr 2022 statt. Die Hochzeit fand in Mar-a-Lago statt, und wie nicht anders zu erwarten, war es von Anfang bis Ende ein rauschendes Fest. Abgesehen von den schönen Outfits und der sorgfältig ausgewählten Gästeliste gab es noch etwas, das die Aufmerksamkeit der Leute auf sich zog, wie die Familie zusammenkam. Hochzeiten sind für jede Familie ein emotionales Ereignis. Sie können Menschen zusammenbringen oder lang gehegte Konflikte ans Licht bringen. Tiffany's Hochzeit schien ein seltenes Gefühl der Zusammengehörigkeit innerhalb der Trump-Entourage hervorzurufen. Und eine der größten Überraschungen? Melania und Marla Maples, Tiffany's Mutter und Donalds Ex-Frau, kamen beide zur Brautparty. Ja, Sie haben richtig gelesen. Die jetzige und die frühere Ehefrau feiern Seite an Seite. So etwas sieht man nicht alle Tage. Vor allem nicht in einer so bekannten Familie. Es ist wahrscheinlicher, dass sie in bestimmten Situationen Distanz oder sogar Spannung wahrnimmt. Aber bei diesem Treffen wurde gelächelt und gelacht. Und man war sich einig, dass man den Anlass schätzt. Sie duldeten einander nicht nur, sondern waren aktiv miteinander beschäftigt. Das erklärt so einiges. Da wir gerade von Besonderheiten sprechen, lassen Sie uns über die Torte sprechen. Zu den meisten Hochzeiten gehört eine Torte. Aber bei dieser war es eine wunderschöne Tiffany-blaue Torte, die zum Namen der Braut passte und ihr eine persönliche Note verlieh. Es mag wie ein kleines Detail erscheinen, aber wenn man bedenkt, wie akribisch jedes Ereignis der Familie Trump organisiert ist, wird es zu mehr als nur einer Farbentscheidung. Es war bedeutsam, eine visuelle Botschaft, dass es nicht nur um Tiffany ging, sondern um die Verschmelzung ihrer beiden Leben. Aber nicht nur die Damen der Familie zeigten ihre Unterstützung. Tiffany's Rolle unter ihren Halbgeschwistern wurde manchmal falsch interpretiert. Da sie mit ihrer Mutter an der Westküste aufgewachsen ist, glauben viele Menschen, dass sie eine Außenseiterin ist und sich vielleicht sogar von den übrigen Trump-Kindern entfremdet hat. Doch hinter den Kulissen sind die Dinge nicht so abgelegen, wie sie scheinen. Insider behaupten, dass sich die Brüder weitaus besser verstehen, als es die Öffentlichkeit wahrnimmt. Sie posten zwar nicht häufig gemeinsame Bilder oder prahlen mit ihrer Beziehung in den sozialen Medien, aber das bedeutet nicht, dass die Verbindung nicht existiert.
Diese stillschweigende Vertrautheit wurde auf der Republican National Convention 2024 noch deutlicher. Während dieses Ereignisses hat sich etwas verändert. Tiffany stand nicht mehr im Hintergrund wie in den Vorjahren. Sie stand mit ihren Brüdern in der ersten Reihe und behauptete ihre Präsenz auf eine frische und selbstbewusste Weise. Es war eine der ersten Gelegenheiten, bei denen die Öffentlichkeit Zeuge wurde, wie sie eine größere Rolle innerhalb der Familie übernahm. Und es fühlte sich nicht gezwungen an, sondern ganz natürlich, so als wäre sie aus eigenem Antrieb in ihre Rolle hineingewachsen. Ivanka, die einst zusammen mit ihrem Vater zu den sichtbarsten Akteuren in der Politik gehörte, hat sich inzwischen deutlich zurückgezogen. Donald Jr. und Eric hingegen sind aktiv geblieben und tragen den Namen Trump durch die Politik und das öffentliche Leben. Tiffany tritt nun in Erscheinung, nicht als politische Person, sondern als jemand, der eine festere und anerkannte Position in der Familiengeschichte einnimmt. Vielleicht ist ein Teil des Grundes für ihren Aufstieg ihre aufkeimende Beziehung zu Melania. Denn auch wenn Melania nicht das lauteste Mitglied der Trump-Familie ist, so ist ihr Rückhalt doch entscheidend. Und wenn man beobachtet, wie Tiffany allmählich präsenter wird, sich mehr einbringt und sich bei Familientreffen wohler fühlt, kommt man nicht umhin, sich zu fragen, ob Melania einen bescheidenen, lenkenden Anteil an ihrer Entwicklung hatte. Was geht also hinter den Kulissen mit Melania vor sich? Warum ist sie plötzlich eher bereit, Freundlichkeit zu zeigen? Wenn andere es am wenigsten erwarten, dann werden die Dinge sehr faszinierend. Lassen Sie uns einen Moment über Melania sprechen. Melania meidet im Gegensatz zum Rest der Familie Trump das Rampenlicht. Sie veranstaltet keine Pressekonferenzen, veröffentlicht keine langatmigen Botschaften in den sozialen Medien und gibt keine dramatischen Erklärungen in Interviews ab. Sie ist zweifelsohne eine der schweigsamsten First Ladies der Zeitgeschichte. Ihre Ruhe bedeutet jedoch nicht, dass sie machtlos ist. Ganz im Gegenteil. Sogar Donald Trump hat sich zu ihrer geheimnisvollen Persönlichkeit geäußert. In einem Interview aus dem Jahr 2023 verriet er freimütig, dass Melania es vorzieht, sich aus dem Licht der Öffentlichkeit herauszuhalten, weil die Medien, wie er es ausdrückte, ziemlich unhöflich und unangenehm sein können. Er sagte, dass sie ein Leben in Abgeschiedenheit und Würde bevorzugt, weit weg von dem Lärm und der Aufregung, die die Marke Trump häufig umgibt. Und ehrlich gesagt ist es schwer, ihr das vorzuwerfen. Jede ihrer Handlungen wird analysiert. Jedes Grinsen oder dessen Fehlen wird untersucht. In einer Gesellschaft, in der das öffentliche Image wichtig ist, hat Melania die Kunst perfektioniert. Durch Schweigen mehr zu sagen als durch Worte. Aber genau hier wird es interessant. Trotz ihres ruhigen Profils übt Melania hinter den Kulissen eine weitaus wichtigere Tätigkeit aus, als die meisten Menschen denken. Diejenigen, die eng mit den Trumps zusammengearbeitet haben, beschreiben sie als scharfsinnig. Scharfsinnig und sehr beschützend für ihre enge Gruppe. Sie sagt vielleicht nicht viel, aber sie nimmt alles wahr. Wenn sie sich verhält, tut sie es immer mit Absicht. Als Beobachter bemerkten, dass Melania Trump mehr Zeit mit Tiffany Trump verbrachte, vor allem in natürlichen, zwanglosen Situationen, wurden sie misstrauisch. Schließlich handelt es sich um eine Familie, die für ihr gepflegtes öffentliches Erscheinungsbild bekannt ist. Jedes Foto, jeder Blick und jeder Kommentar ist häufig einstudiert und ausgefeilt. Was ist mit den Momenten zwischen Melania und Tiffany, die sich anders, weniger inszeniert und authentischer angefühlt haben? Warum jetzt? Was hat sich geändert? Ein wahrscheinlicher Grund ist, dass Tiffany dabei ist, ein neues Kapitel in ihrem Leben aufzuschlagen. Mutterschaft. Darüber hinaus ist Melania Trump diejenige, die am besten versteht, wie es ist, ein Kind zu erziehen und gleichzeitig die Last des Trump-Erbes zu tragen. Sie ist dafür bekannt, dass sie das alles schon erlebt hat. Sie hat es zum großen Teil zu ihren eigenen Bedingungen getan. Im Jahr 2006 brachte Melania ihren Sohn Barron zur Welt. Und von Anfang an machte sie deutlich, dass sie ihn allein erziehen wollte. Sie sprach häufig darüber, wie zupackend sie als Mutter war, und bestand darauf, dass sie sich um seine Mahlzeiten kümmerte, ihm bei den Hausaufgaben half und ihn auf dem Boden der Tatsachen hielt, obwohl er in einer extrem wohlhabenden und berühmten Familie aufgewachsen war. In der Zeit, in der ihre Kritiker versuchten, ihre Position auf die einer Trophäenfrau zu beschränken, bewies Melania auf diskrete Weise, dass sie falsch lagen, indem sie eine hingebungsvolle Mutter war, die sich nicht auf Kindermädchen oder Personal verließ, um ihr Kind zur Reife zu bringen.
Als Trump war sie sich der Schwierigkeiten bewusst, die entstehen, wenn man versucht, ein Kind vor dem großen Medieninteresse zu schützen, das ihm zuteil wird. Es ist wahrscheinlich, dass Melania ein Gefühl der Verbundenheit oder vielleicht auch der Verpflichtung verspürt, weil sie mit ansehen musste, wie Tiffany in das Reich eines anderen Menschen eintrat. Andererseits gibt es auch etwas, das man über gemeinsame Erfahrungen sagen kann. Melania und Tiffany gelten beide als Randfiguren im inneren Kreis der Familie Trump. Ivanka Trump und Donald Jr. sind in der Öffentlichkeit aufgewachsen. Aber Tiffany, Donalds Tochter aus seiner zweiten Ehe mit Marla Maples, hat diese Erfahrung nicht gemacht. Melania, die in Slowenien geboren wurde, war gezwungen, ihren Platz in einer Familie und einem Land zu finden, in dem sie häufig als anders als der Rest der Bevölkerung angesehen wurde. Es gab eine Art stille Verbindung zwischen den beiden Damen, die sie nicht offen zur Schau stellen mussten. Vielleicht hat dieses unausgesprochene Verständnis eine Brücke zwischen ihnen geschlagen. Melanias Anwesenheit ist wichtiger als je zuvor, vor allem jetzt, da Tiffany's Leben einen völlig anderen Weg einschlägt. Es geht nicht darum, Fotos zu schießen oder Schlagzeilen zu machen, sondern vielmehr darum, Unterstützung und Ratschläge zu geben und vielleicht sogar etwas von der Mutterweisheit weiterzugeben, die man hat. Was auch immer der Grund sein mag, eines ist sicher: Ihre Verbindung scheint sich zu etwas zu entwickeln, das viel realer ist, als irgendjemand erwartet hat. In einem Haushalt, in dem ein großer Teil des Lebens geschrieben, gefiltert und choreografiert wird, um öffentliche Anerkennung zu erhalten, ist diese Art von echter Verbindung ungewöhnlich und intensiv. Andererseits ist das noch nicht das Ende der Geschichte. Denn Tiffany Trump, die jetzt 31 Jahre alt ist und selbst Mutter wird, hat endlich den Entschluss gefasst, sich zu outen. Nach einer jahrelangen Phase des Schweigens und der Mutmaßungen ist sie nun bereit, die Wahrheit über ihre Beziehung zu Melania preiszugeben. Auch die Dinge, die sie zu sagen hat, können einen überraschen. Inwieweit Tiffany letztendlich die Wahrheit über ihre Stiefmutter enthüllt hat, wollen wir herausfinden. Die Wahrheit hinter den langjährigen Gerüchten. Wenn es um berühmte Familien geht, ist ihnen klar, wie gerne die Leute möglichst negative Vermutungen anstellen. Seit Jahren wird den Leuten eingeredet, dass Tiffany Trump und Melania Trump ein distanziertes, unangenehmes oder sogar kühles Verhältnis haben. Die Beziehung von Tiffany Trump und Melania Trump ist seit Jahren Gegenstand von Verdächtigungen. Andererseits geben neue Informationen den Menschen jetzt einen echten Einblick in das, was wirklich zwischen den beiden stattfindet. Sagen wir einfach, dass es nicht das ist, was viele Leute erwartet haben. Lange Zeit herrschte der Irrglaube vor, Tiffany sei im Wesentlichen das Trump-Kind, das ignoriert wurde. In der Zeit, in der Donald Trump im Amt war, hielt sich Tiffany wesentlich zurückhaltender als ihre Schwester Ivanka, die oft anwesend war. Sie hielt nicht nur keine Reden, sondern nahm auch nicht an allen Veranstaltungen im Weißen Haus teil. Um die Wahrheit zu sagen, hat man sie nicht oft gesehen. Und das bringt die Leute zum Reden. Gab es Unruhe in der Familie? Mit anderen Worten, wurde sie auf Distanz gehalten? War Melania die stets glamouröse und ruhige First Lady und sorgte dafür, dass Tiffany im Hintergrund blieb? Es gab viele Spekulationen, insbesondere nachdem berichtet wurde, dass Tiffany monatelang keinen Kontakt zu ihrem Vater hatte. Die Leute waren sogar noch mehr davon überzeugt, dass sie innerhalb der Trump-Familie eine Außenseiterin war. Vor allem wenn man bedenkt, dass sie hauptsächlich von ihrer Mutter, Marla Maples, aufgezogen wurde. Es half nicht, dass die Medien dazu neigten, Tiffany als die andere Tochter darzustellen, diejenige, die nicht gerade zu Ivankas innerem Kreis gehörte, diejenige, die nicht stark in die Trump-Organisation involviert war und diejenige, die einfach nicht ganz in die perfekte Familiendynamik eines Milliardärs passte. Selbst Gwenda Blair, eine Biografin von Donald Trump, bemerkte, dass Tiffany sich von ihren Geschwistern zu unterscheiden schien, als ob sie in einem anderen Universum lebte als der Rest. Das nährte die Vermutung, dass sie und Melania vielleicht nicht viel miteinander zu tun hatten. Wenn Tiffany nicht so tief in der Marke der Familie Trump verwurzelt wäre, dann wäre es schwer zu verstehen, warum Melania Trump, die für ihr reserviertes und zurückhaltendes Auftreten bekannt ist, sich die Mühe machen würde, eine enge Beziehung zu ihr aufzubauen. Das Problem ist jedoch, dass Annahmen genau das sind, Annahmen. Und in diesem speziellen Fall hätten sie nicht falscher sein können. Denn die meisten Menschen sind sich der Tatsache nicht bewusst, dass Tiffany und Melania in Wirklichkeit eine viel tiefere Verbindung haben, als sie es tun. Es lag in Melanias Verantwortung, dafür zu sorgen,
dass Tiffany in Familientreffen einbezogen wurde und dass sie sich mit ihren Halbgeschwistern verbunden fühlte. Im Gegensatz zu dem, was viele Menschen glauben. Darüber hinaus spielte Melania während der gesamten Zeit, in der Tiffany ihre Hochzeit mit Michael Boulos vorbereitete, eine ziemlich wichtige Rolle hinter den Kulissen. Das ganze Ereignis brachte sie einander noch näher und zeigte, dass ihre Verbindung nicht nur eine Formalität war, die in der Ferne existierte, sondern echt war. Warum also bringt Tiffany all dies zu diesem Zeitpunkt ans Licht? In letzter Zeit hat sie eine große Veränderung durchgemacht. Heute ist sie 31 Jahre alt, hat geheiratet und ist dabei, ihre eigene Familie zu gründen. Die Art von Ereignis, die einen dazu veranlasst, die Verbindungen innerhalb der Familie auf eine ganz andere Art und Weise zu betrachten, ist etwas, das jeder kennt, der bedeutende Lebensübergänge durchlebt hat. Sie ist nun in der Lage, die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, die vielen komplexen Zusammenhänge in der Dynamik einer Familie zu begreifen und zu erkennen. Dass ihre Beziehung zu Melania im Gegensatz zu dem, was manche Leute glauben mögen, immer aufrichtig war. Auch die Tatsache, dass sich die Familie Trump in einem tiefgreifenden Wandel befindet, ist von Vorteil. Ivanka hat sich aus der Öffentlichkeit und aus der Politik zurückgezogen, was bedeutet, dass sich Tiffany's Position innerhalb der Familie durch diese Entwicklungen unweigerlich verschiebt. Sie ist jetzt sichtbarer, sie ist aktiver in Familienangelegenheiten und sie macht deutlich, dass sie keine Tochter ist, die vergessen oder entfremdet wurde. Aus diesem Grund war dies der ideale Zeitpunkt, um das Thema richtig anzusprechen und den Spekulationen ein Ende zu setzen, die im Umlauf waren. Jetzt möchte ich von Ihnen wissen, ob Tiffany's Distanz zu Melania eine verpasste Gelegenheit für eine echte Beziehung war, oder war sie in einer Familie wie dieser einfach unvermeidlich? Schreiben Sie Ihre Gedanken in die Kommentare, ich lese sie alle. Wenn diese Geschichte Ihnen eine neue Perspektive eröffnet hat, klicken Sie auf die Gefällt mir Schaltfläche. Abonnieren Sie den Kanal und schalten Sie die Benachrichtigungen ein, damit Sie nie wieder einen tieferen Einblick wie diesen verpassen.